Hallo zusammen, grüß Gott, Tachchen, hello, welcome, wie immer man noch sagt, in verschiedenen Landessprachen, denn dieses neue Fahrzeug hier wird sicherlich demnächst ganz Europa erobern, denn wir sind wieder bei Westfalia, der Timo hinter der Kamera und ich, der Stebo von unserem Kanal Die zwei Mais. Wir freuen euch heute exklusiv, also wirklich exklusiv, den neuen Ford Nugget Plus mit Aufstelldach zeigen zu können. Ein ganz neues Fahrzeug. Noch nie hat einer Fotos davon gesehen, außer wir dürfen es heute ganz exklusiv zeigen. Und jetzt Anfang September auf der Messe Caravansalon in Düsseldorf wird dieses Fahrzeug zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt. Und wir dürfen es uns heute angucken, dürfen uns anschauen, was es für Änderungen gibt. Es ist erstmal ein ganz normaler Nugget Plus, allerdings dann mit einem tollen neuen Aufstelldach, mit einem langen Aufstelldach, mit vielen Neuerungen, die sicherlich viele von euch begeistern dürfen. Und ich als Nugget Plus Hochdachfahrer muss ehrlich gestehen, ich habe noch nie ein Aufstelldach bedient, heute das erste Mal gemacht und es hat gleich funktioniert. Man muss halt wissen, wie es geht. Aber was sich alles daran verändert hat und vor allen Dingen, was für Neuigkeiten es bei dem Faltenbalg oben gibt, das werden wir uns gleich ganz genau im Detail angucken. Und dafür haben wir auch wieder den Thomas Siegert dabei, der beim Big Nugget Video schon uns unheimlich viele Fragen beantwortet hat. Und gleich geht's los. Dieses Video ist in Kooperation mit dem Nugget Forum entstanden. Wir waren auf Einladung von Ford Deutschland bei Westfalia in Rheda-Wiedenbrück. Unsere Berichterstattung in diesem Video ist frei von Beeinflussung durch Ford Deutschland oder Westfalia und spiegelt ausschließlich unsere persönliche Meinung wider. Thomas Siegert ist heute wieder bei uns, genau wie damals bei dem Video über den Ford Big Nugget. Magst du dich noch einmal ganz kurz vorstellen, Thomas? Hallo, ja, ich denke, vielleicht kennt man mich noch von dem Big Nugget Meeting. Mein Name ist Thomas Siegert, bin hier mit meinem Team für die technische Entwicklung zuständig. Das heißt, wir haben das große Vergnügen, diese schönen Autos entwickeln zu dürfen. Und gerne stehe ich euch natürlich heute mit Rat und Tat hier nochmal zur Verfügung und zeige ein bisschen mit, was wir alles Neues hier an dem Auto gemacht haben. So, da wir jetzt dichter zueinander kommen, haben wir jetzt alle die Maske aufgesetzt. Genau. Ich hoffe, man kann uns trotzdem verstehen. Ich denke, das sollte funktionieren. Wichtig ist halt, dass der Thomas zu verstehen ist. Genau, der Thomas muss zu verstehen sein. Wir sind nicht so wichtig. Ja, dann gehen wir jetzt einfach mal so eine kleine Rundtour hier um den Nugget Plus. Weil eine Sache, die gleich auffällt, wenn man das Auto sieht, also als wir das Fahrzeug vorhin, Timo und ich, gesehen haben, haben wir gleich gesagt, da ist was Neues dran, was Längeres. Was Längeres, ja. Was Längeres. So, ja, so. Genau, also wir hatten ja ganz oft auch über Foren und Blog-Einträge die Rückmeldung bekommen, Mensch, gerade beim Nugget Plus wäre doch eine längere Markise echt wünschenswert. Das haben wir uns natürlich zu Herzen genommen. Das heißt, der Nugget Plus mit Aufstelldach ist jetzt das erste Modell, wo wir die 3 Meter Markise mit Thule realisiert haben. Man kann das gut erkennen, dass wir jetzt in der Mitte noch einen weiteren Halter haben, der notwendig ist für die Stabilität. Der hat ja auch seine Abdeckkappe dran. Das heißt also, man sieht jetzt hier sofort, die Markise ist länger, nutzt jetzt das, was an Fahrzeugfläche zur Verfügung steht, optimal aus. Und dann hat man eben einfach, auch wenn man mal hier zu viert sitzt mit Tisch und Stühlen, genügend Platz unter dem Markisenstoff. Also man muss die Markise nicht mehr extra bestellen mit 3 Meter, die ist jetzt standardmäßig. Also wenn man sie mitbestellt, ist eine 3 Meter Markise dabei. Also das ist sicherlich eine Feinheit, die wir jetzt mit Ford noch abstimmen müssen, weil im Moment würde die 2,60 Meter Markise theoretisch noch zu bestellen sein. Okay. Es macht eigentlich keinen Sinn. Also normalerweise würden wir schon anstreben, dass wir jetzt ab Nugget Plus Aufstelldach für die langen Radstände nur noch die 3 Meter Markisen anbieten. Ja. Genau, dann vielleicht die grundsätzlich wichtigste Neuerung ist natürlich für den Nugget Plus ist jetzt der vordere Bereich des Fahrzeugs gleich geblieben. Das heißt, der Spoiler ist genau dasselbe, was wir beim L1 auch haben. Die komplette Dachschale ist neu, dadurch, dass natürlich das Fahrzeug wesentlich länger ist. Das heißt,
Die Dachschale wurde mit einem neuen Werkzeug länger ausgelegt. Der Heckabschluss selber sieht dann aber genauso wieder aus wie beim kurzen Nugget. Und was wir gleich dann sehen werden, wenn wir das Dach mal aufmachen, wir haben ja auch die erste Generation des überarbeiteten Faltenbalges im Nugget Plus Aufstelldach, der sich selbstbergend nach unten faltet und einen neuen Polyesterstoff hat, der atmungsaktiv ist, antibakteriell, deutlich robuster als der Stoff, den wir heute haben. Zudem haben wir die Fenster vergrößert, sowohl die seitlichen Fenster als auch das Heckfenster. Und ich denke, das können wir uns gleich angucken, wenn wir das Aufstelldach einmal aufmachen. Ansonsten ist es äußerlich, gibt es sonst keine weiteren Unterschiede. Also für mich als Nugget Plus Fahrer besteht jetzt die Gefahr, dass ich mir hier oben den Kopf stoße. Ich muss jetzt völlig aufpassen. Unbedingt, ja. Weil ich bin jetzt so gewohnt, dass ich einfach einsteige hin und dann richtig schön nach oben gehe. Aber hier ist ja das Dach. Und ich habe ja vorhin erzählt, dass ich selber vorher noch nie ein Aufstelldach betätigt habe. Das heißt, für mich war das heute das erste Mal. Aber ich habe wirklich gesehen, wie einfach das funktioniert. Denn man hat hier hinten am Ende den, ja, wie nennt sich das, Thomas? Sperrhebel, Verriegelung, Dachverriegelung. Genau, den Schlosshebel. Den Schlosshebel. Den genau. Schlosshebel. Ich hebel den Schlosshebel. Nein, ich betätige den Schlosshebel einfach nach oben. Dann habe ich hier nochmal einen kleinen Haken, der letztendlich hier an der Befestigung sozusagen das Dach nochmal richtig arretiert. Sicherung oder? Sicherung vielleicht, ja. Und dann drücke ich das Dach einfach mit Schmackes nach oben. Jetzt muss man auch aufstehen können. So. Und dann sieht man, dass man hier wunderbar stehen kann. In dem Aufstelldach. Hervorragend. Was jetzt sehr schön ist hier, was ihr von außen jetzt gerade nicht sehen könnt. Hallo, hier bin ich. Da bist du. Man hat jetzt hier einmal ein ganz großes Fenster im hinteren Bereich des Stofffaltenbalgs und eine große Plexiglasabdeckung. Und dann kommt das Moskitonetz. Und hier kann man wunderbar rausgucken. Hier kommt eine ganze Menge Licht in das Fahrzeug rein. Und ich glaube, ich habe mir sagen lassen, das war vorher kleiner, das Fenster. Ne? Deutlich kleiner, glaube ich. Ja, das ist größer geworden. Und jetzt ist halt ein Plexiglas damit. Ist es halt regendicht. Man kann es halt regendicht machen und trotzdem Licht reinbekommen. Genau, man hat ja. Licht drin. Ne? Sehr schön. Ich mache das mal wieder zu. Was natürlich im Aufstelldach-Nugget ein bisschen anders ist als im normalen Hochdach-Nugget, ist, dass man hier ein bisschen weniger Platz hat für Schränke. Aber was im Nugget Aufstelldach Plus jetzt der Vorteil ist, wir haben jetzt hier die gleiche tolle Toilette wie im normalen Hochdach Nugget Plus mit dem langen Radstand. Das heißt, wir haben hier die fest eingebaute Tedford-Toilette mit dem festen Tank und der Möglichkeit, hier letztendlich direkt an die Fäkalienkassette ranzukommen. Wir haben hier die Möglichkeit, Stühle unterzubringen, genau wie im Nugget Plus. Und auch hier in der Heckklappe befindet sich der Tisch, die Befestigung für des Tisches. Das ist alles... Genau, das Outdoor-Paket, ne? Outdoor-Paket mit Tisch. Genau, das ist alles im Outdoor-Paket enthalten. 2 Stühlen. Und wir haben hier im Nugget Plus auch mit Aufstelldach natürlich das Waschbecken am Ende der Küche. Und ich sehe gerade hier in dem Fahrzeug haben wir auch einen Boiler, einen Warmwasserboiler verbaut. Da kann man noch mal sehen für alle, dass das hier ein Mischer ist. Das heißt, wenn man den Boiler mitbestellt, hat man beim Nugget Plus HD und AD hat man auch eine warme Dusche nach außen. Genau. Ne? Aber nur beim Plus, nur bei der Plus-Variante. Sehr schön. Was hier natürlich auch noch genau wie im normalen Plus ist für diejenigen, die auf der Toilette sitzen und ein ganz kleines bisschen Privatsphäre haben wollen, ist hier das Abtrennrollo mit dabei. Das kann man dann hier vorne einhaken. Ja, von der Seite geht das schwer. So, dass man im Prinzip ein kleines bisschen Privatsphäre hat, wenn man die Toilette benutzt. Was natürlich die Gerüche angeht, ist natürlich eine andere Sache. Aber letztendlich kann man das hier wunderbar ein klein wenig abtrennen. Genau, wir haben hier noch die Leiter. Die ist hier, die kann man anhängen hier beim Küchenblock, genau, um dann besser hier auf das Bett zu kommen. Von der Seite ist das schwer, die ist immer sehr fest, genau, aber die kann man zack abnehmen. Und dann hängt man die hier ein und dann kann man halt deutlich einfacher das Bett erklettern. Ja,
Genau, wir haben jetzt hier einen guten Blick nochmal auf das Dachbett. Das ist ein stabiler Aluminiumrahmen mit seitlichen Auflegern. Wir haben hier die Tellerfedern und Federelemente. Das Bett entwickeln wir mit der Firma Froli zusammen. Auch hier mit einer 3D-Mesh-Bespannung unten, sodass also auch ein Luftaustausch von Körperfeuchtigkeit nach unten möglich ist, ne? Dass es gut durchlüftet ist. Auch hier sieht man, haben wir nochmal so ein 3D-Mesh-Gewirke eingearbeitet. Schaumstoffkern. Und hier oben auch ein sehr angenehmer Bezugsstoff. Seitlich kann man jetzt ganz gut in den Faltenbalg sehen, kann auch da die Falthilfen sehen. Und auch hier sind jetzt seitlich größere Fenster angenäht. Auch die seitlichen Fenster verfügen dann über den Moskitoschutz, sodass man auch hier vor Mücken und sonstigen Plagegeistern geschützt ist. Genau, aber da ist jetzt kein Plexiglas mit eingebaut. Nein, also seitlich steht der Faltenbalg halt sehr senkrecht. Ja. Insofern, ja, genau, genau, da ist er senkrecht und genau, hinten ich habe dann ist er die halt Dachschalen, schräge. Ja, genau. Ne, Dachschalenüberstand hier hinten ist es sehr schräg. Ja, das stimmt. Das heißt, wenn es würde auf jeden Fall Feuchtigkeit reinregnen und wir haben halt hier gedacht, manchmal braucht man einfach die Durchlüftung, ist sich aber vielleicht nicht ganz sicher, wenn es doch nachts mal anfängt zu nieseln, und dann wäre das eine super Möglichkeit. Ich kriege viel Licht ins Fahrzeug rein, und bin trotzdem vor Regengüssen geschützt. Ja, ansonsten gibt es hier oben für das Dach zum Lesen die LED-Schwanhalslampen, die kennen wir aber auch vom normalen Nugget, die sind in 3 Stufen dimmbar. Bei Nichtgebrauch werden sie hier eingeklipst. Für die Toilette gibt es hier noch ein Spot. Guck mal, das ist einfach ein Brett, das ist ja weitergeführt sozusagen. Finde ich eine super Ablage für alles Mögliche. Genau, während der Nacht kann man hier eine ganze Menge auch noch mal hinlegen. Man darf halt nicht vergessen, wenn das Dach geschlossen wird, dann legt sich hier der Faltenbalg drauf. Also dann sollte man hier keine höheren Gegenstände drauf lassen. Genau, da komme ich noch mal zum Bett. Einmal. Ja, das können wir hochschwenken. Ja, auch. Genau, das kann man hochschwenken. Da haben wir hier das Fenster jetzt wieder. So, ich kann das Dachbett also hier anheben. Drückst du ganz leicht nach vorne, dann merkt man die Gasdruckfedern, zieht es hoch. Und dann kann ich es hier einhängen. Genau, da ist hinten ein Knick, ne? Sozusagen. Genau, der knickt dann über das vordere Gelenk. Und dann kann man hier die Sicherungen einhängen. Na, jetzt ist es eingerastet. Ja. Und richtig stabil. Und jetzt habe ich hier, ich bin jetzt 1,83 Meter, ich kann also bis zum Sitzbankbereich stehen. Und ich kann oben auch noch Bettwäsche liegen lassen, ne? Das kann man jetzt einfach oben drauf liegen lassen, aber gut, beim Schließen gehen jetzt keine ganz dicken Decken. Aber wenn man so einen dünnen Sommerschlafsack hat, das wäre kein Problem. Okay. Und die Bettmaße selber haben sich zum normalen HD nicht verändert, ne? Genau. Dann hat man die gleichen Bettmaße. Also hinten ist der L2 nach hinten länger. Bis zum Abschluss des Dachbettes ist er gleich. Also genau, also was mir wirklich auffällt hier, wie beim Plus, also das Raumgefühl hier hinten in der Küche, dass man wirklich unglaublich viel, also im Vergleich zum normalen Aufstelldach, also der Platz ist wirklich toll. Also hier, warte mal, vielleicht kann man das irgendwie kurz so zeigen, halt, dass man, wenn man hier mal so steht, einfach hier nach hinten hin und nach oben hin, also ich gehe jetzt mal bis zur Kante und kann jetzt hier aus dem Fenster raus gucken. Und habe jetzt nach hier hin, könnte jetzt auch noch einer stehen. Das ist halt der große Vorteil zu dem Plus, zu dem normalen Nugget, dass man im Küchenbereich und hier auch im Sanitärbereich, wie man das auch nennen will, halt unglaublich viel Platz hat für so ein Auto in der Länge. Wahnsinn. Der Nugget Plus spielt halt noch mal mehr auch dieses Zweiraumkonzept, was der große Vorteil einfach am Nugget-Konzept ist, dass ich in dem Raum von hinten nach vorne durchlaufen kann. Ich kann mich in 2 Räumen aufhalten, und da merkt man natürlich schon, dass diese etwas mehr als 30 cm Mehrlänge uns hier unglaublich viel Raumvolumen bringen. Und jetzt gerade mit der Toilette, es macht schon einen Unterschied, ob ich dann auf dem Stellplatz zum Toilettengang einfach meine eigene Toilette mal nutzen kann und muss nicht auf öffentliche Toiletten oder auf Stellplatztoiletten, die ich mir dann noch mit vielen Leuten teilen muss. Klar, auf dem Campingplatz wäre es genauso. Es regnet abends, das weiß jeder, oder das Kind sagt, ich muss doch mal auf Toilette. Alle haben schon einen Schlafanzug an, dann ist es natürlich toll, wenn man die Onboard-Toilette, auch bei so einem Aufstelldach-Camper, ne, der eben als Alltagsfahrzeug mit Aufstelldach super gut zu fahren ist. Auch in Bereichen, wo ich vielleicht Höhenlimitierungen habe. Ja, ganz gut kann man das hier auch nochmal mit dem Stoff erkennen, der eben deutlich robuster nochmal ist. Genau, also was haben wir jetzt für einen Stoff nochmal genau? Genau, das ist ein Polyesterstoff.
der erstmal sehr, sehr resistent ist gegen Kratzer. Es ist natürlich ein Polyester, keine Baumwolle, wie wir es heute haben, ist antibakteriell, antifungizid, hat eine sehr hohe Wassersäule. Und mit dem Partner, mit dem wir diesen Faltenbalg entwickelt haben, haben wir eben jetzt hier diese Falthilfen noch eingebaut. Also man sieht im vorderen Bereich, kann man jetzt durch das Bett nicht ganz sehen, haben wir einen Einzugsbereich gemacht, um die Scheren auch etwas leichter, die Biegeradien. Hier gibt es Faltscharniere, die den ganzen Faltenbalg dann auf das runtergeklappte Dachbett falten. Und man kann hier auch an der Seite jetzt sehen, da haben wir ein größeres Profilstück eingesetzt, dass es hier im unteren Bereich auch nicht passiert, dass der Faltenbalg nach außen gedrückt wird. Ja. Großer Produktvorteil vom Nugget ist ja einfach die Bettbreite. Wir haben hier damals bei der Konstruktion versucht, das Bett so breit es nur irgend geht zu machen, was uns aber diesen Raum zwischen geschlossener Dachschale und Faltenbalg einfach sehr limitiert. Genau. Wir haben hier also die 1,40 Meter Breite. Genau. Die reelle 1,40 Meter Breite und die Bettlänge ist 2 Meter. Genau. Ne? Genau. Etwas mehr sogar. Etwas mehr sogar, ne? Nach hinten raus. Ne? Genau. Ja, also von der Größe her wirklich ein komfortables, großes Bett. Ne? Und jetzt die große Neuerung ist halt in der Bedienung des Aufstelldaches, dass man sich um die Seite nicht mehr kümmern muss. Wenn man das zusammen klappt, das Dach, die Seite, die legt sich von alleine sozusagen. Also man muss nicht mehr ziehen, dass es an der Seite nicht rausgehen könnte oder sowas, sondern man muss sich nur noch wirklich hier vorne kümmern, dass es da richtig zusammengerollt wird beim Zusammenlegen, und dann muss ich mich um die Seite nicht mehr kümmern. Das ist ja ganz oft der Fall gewesen, dass es da Probleme gab an der Seite, und da ist jetzt mit dem System, also ich habe es jetzt eben gerade so 4-5 Mal probiert und das hat jedes Mal wirklich super geklappt. Einfach runterfallen lassen und hinten das machen. Wir können das ja gleich auch mal zeigen nochmal. Ne? Ich habe noch eine Frage an dich noch. Du hattest vorhin erzählt, dass diese neue Art des Faltenbalgs auch in die Serie des kurzen Nuggets Aufstelldach reingeht. Ne? Genau, also das werden wir auf dem Caravansalon in Düsseldorf erstmalig zeigen, dann auch auf dem kurzen Radstand, und es werden hier auch Varianten sogar mit farbigen Faltenbälgen kommen. Der erste dann in Blau, den sehen wir auf dem Caravansalon. Also der L1 wird dann in Blau, in einem richtig schönen dunklen Ford-Blau auf dem Caravansalon stehen. Entschuldigung, wenn ich kann es nicht auch sein, dass der L1 da, der neben uns steht, diesen Faltenbalg hat? Nein, eigentlich nicht. Nicht? Schade. Das Messefahrzeug ist noch unter Verschluss. Okay. Oh. Genau, und natürlich werden dann die farbigen Faltenbälge auch für den L2 zur Verfügung stehen. Es wird dann Rot geben, Blau und ein dunkles Anthrazit. Dunkles Anthrazit. Das ist dann dieses hier, ne? Das ist der Serienbalg. Das wäre genau die Serienfarbe. Es würde dann noch einen ganz dunklen. Ja, dass wenn man sich jetzt Magnetic Grau oder irgendeinen dunklen Metallic-Ton aussucht, dass man nicht so einen hellen Faltenbalg hat, sondern einen dunklen. Also richtig so fast ein Schwarz, also so richtig so. Ja, also wirklich so ein Anthrazit. Ja. Also, und das Rot dann auch eher so Richtung Bordeaux wahrscheinlich oder so. Und eher das ein Blau, dunkleres Rot. Und also beide Farben sind etwas gedeckter in dunkleren Tönen gehalten und sehen aus meiner Sicht dann sehr elegant aus. Und da kann man sich überraschen lassen, und da werden wir euch natürlich auch gerne nochmal eine Variante vorstellen. Ja, super, da freuen wir uns. Wollen wir denn mal versuchen, das Bett jetzt zusammenzuklappen? Das Bett zusammenklappen? Das Bett runterklappen und das Dach zusammenklappen. Ich würde das auch gerne nochmal versuchen. Du willst das nochmal versuchen? Ja, gerne. Stibo, ich weiß nicht, ob ich das... Ich habe ja überhaupt keine Erfahrung damit, was das angeht. Vor allem, ich habe gerade eben auch gedacht, klar, das Bett kann man ja hochklappen. Das habe ich total wegentspannt, sagen wir mal so. Dass man das natürlich für den Tag über nach oben fahren kann, das Bett. Ne? Also ich bin ja nicht unbedingt gerade schlank. Ne? Ich bin ja 75 Kilo und 1,87 Meter groß. Also ich habe hier hinten wirklich deutlich gut Platz. Die Schulterfreiheit hier vorne in der Küche ist natürlich genauso wie beim normalen Hochdach Nugget Plus gegeben. Also ich ecke hier nirgendwo an, habe also genügend Platz hier. Ist einfach toll. Und das hier mit der Ablage ist wirklich klasse, dass man hier tagsüber was draufstellen kann. Toll. Da können die 2,20 Meter Leute auch die Karotten schneiden dann. Ja, genau. Ideale Küchenbretthöhe. Ja, genau. Okay, also bevor man das Dach nach unten klappen will, muss man natürlich jetzt hier erstmal das Fenster schließen. Das haben wir hier vorhin aufgerollt. Das kann man mit Klettverschlüssen natürlich einfach festhalten. Und dann wird es jetzt ein bisschen dunkler hier. Ich mache nochmal hier einmal die Lampe an. Ja. So. Jetzt schließen wir das einfach mit den Reißverschlüssen. So, wir erleben eine Weltpremiere ein bisschen. Also wenn Stebo hat noch nie
Ich habe noch nie ein Aufstelldach geschlossen. Das heißt, man muss natürlich erstmal das Bett runterklappen. Dafür müsste man das leicht nach oben drücken. Dann können wir hier links und rechts die Arretierungen lösen. Leicht ziehen. Na, genau. So, und jetzt müssen wir die Bettauflage leicht zu mir ranziehen. Genau, dann siehst du halt. Genau. Ja, genau. Weil da hinten der Knick, der Genau, und dann klappt das. Da ist da hinten in der Matratze ist auch ein Knick drin, ne? Ja, genau. Ja, eben genau, den hast du nach vorne gezogen. Sehr Dann gut. ist der weg, der Knick. So, und jetzt können wir das Dach schließen. So wie das. So, das ist natürlich eine ungünstige Position für meine Körperform. Ach, das sieht man gar Egal, nicht. das sieht man gar nicht. Wir haben jetzt hier oben einen großen Lederriemen, den man jetzt kräftig mit Schmackes nach unten ziehen Genau, muss. der soll in der finalen Version sogar noch ein bisschen länger werden. Ah, nein. Ich habe eine Sache vergessen, habe ich vorhin gelernt. Ah, Hier die an der Sicherung, Seite gibt es noch eine rote Sperrarretierung, die man einmal reindrücken muss, damit man das Ganz wichtig. Dach ganz nach wichtig. oben ziehen kann. Und ich habe vorhin gelernt, was wichtig ist, beim Schließen des Daches sollte man eine Tür geöffnet lassen, damit der Druck, den das Schließen des Überdruck, Daches ja. erzeugt, auch entweichen kann aus dem Genau. Auto. Daran kann man gut sehen, dass der Stoff wirklich dicht ist. Ne? So, das heißt, ich ziehe jetzt das Dach einfach nach unten. Ja. Also wenn ich das Dach jetzt runterziehe, kann man wunderbar sehen, dass sich das Dach automatisch in den Innenbereich faltet. Mach's mal ein bisschen runter. Du siehst, genau, zack, das geht automatisch auf beiden Seiten. So, und hier haben wir nochmal die Führung. Und hier sieht man auch, dass der Stoff sich automatisch richtig hinlegt. Und man muss sich wirklich überhaupt gar nicht, ich habe mich wirklich gewundert, man muss sich gar nicht darum kümmern. Genau. Sondern nur das, was jetzt die Stibo gleich machen Ganz wird. genau. Und zwar, wenn man dann am Ende des Aufstelldaches hier noch einmal das Fenster Genau, und dann ein bisschen krempelt und fasse jetzt hier die Stange an. Hier ist eine kleine Plastikstange drin. Genau, die du richtig zu dir. Das ziehe ich zu mir, damit ich auch den äußeren Bereich des Fensters nach innen ziehe. Krempel das ein bisschen nach oben und kann dann das Dach herunterlassen und drehe dabei weiter im Prinzip diesen Stofffaltenbalg Genau, so ist hier es. hinein. Genau. Und dann kann ich hier sehen, kann ich jetzt hier die Sicherung nach unten drücken, einmal einhaken, sodass das Dach nicht nach oben gehen kann und schließe dann die Zack. Schlossschließung Genau, zu. dann ist es zu. Und damit ist es geschlossen. Also es ist noch nicht wirklich so automatisch, was man vielleicht sich wünschen würde, aber es ist in der Bedienung ist es um einiges einfacher, als wie es bisher gewesen ist, weil man muss sich absolut nicht mehr um die Seite kümmern. Also die ist einfach, das funktioniert, Ja. die ist weg und man hat nur dafür zu sorgen, dass es einfach gut eingerollt ist hinten und dann kann man es eigentlich relativ schnell schließen. Ich denke mal so wie ich, so 3, 4, 5 Mal, dann hat man es raus. Ja. Und dann ist es auch ganz einfach, finde ich. Super. Ja. Genau, also für den hinteren Bereich brauchen wir einfach dann jetzt die Übung, das was wir machen konnten, war eben, dass wir die Seiten quasi automatisieren. Ja. Und hinten, jetzt haben wir natürlich beim Nugget Plus gegenüber dem normalen natürlich noch mehr Stoff. Wir sind noch höher, wir haben noch ein größeres Fenster, wir haben mit dem Plexiglas nochmal zusätzlichen Stoff, PMMA da noch reingebracht, das ich ja auch mit einrollen muss und alles hinter das Schloss bringen. Also hier ist es jetzt ein bisschen Übung, deswegen haben wir diese Rollstange gemacht, dass man es wirklich nach innen zieht, zusammenrollt. Aber wir gehen schon davon aus, wenn man das jetzt wirklich, du hast jetzt wirklich beim ersten Mal schon top hingekriegt, wir haben hier nichts draußen. Vielen Dank. Wenn man das 4, 5 Mal gemacht hat, dann sitzt das. Dann geht das irgendwann in Fleisch und Blut über. Ja. Ne? Genau. Ja, sehr schön. Wunderbar. So, dann können wir auch gleich losfahren. Können wir gleich losfahren, genau. Ha. Und jetzt klappen wir das Kläppchen nochmal zu. Und dann sehen wir ganz klar, Nugget Plus mit Aufstelldach. Ja. Tolles Fahrzeug, super. Sehr schön. Jetzt haben wir hier nochmal schön zum Vergleich beide Aufstelldach-Nuggets links und rechts. Hier zu eurer Linken den Aufstelldach-Nugget in der kurzen Variante L1 und auf der rechten Seite haben wir den L2 Aufstelldach-Nugget Plus mit dem langen Radstand. Und jetzt schwenken wir gleich nochmal so ein bisschen um den Wagen rum. Und dann könnt ihr nämlich genau sehen, wo sich das Plus versteckt. Genau, Im weil Aufstelldach so Nugget. sehen wir keinen Unterschied. Absolut identisch. Ja. Na, die Farbe vielleicht. Ne? Die schönen Ford Alufelgen, die wir auch gerne hätten, aber die wir ja nicht haben. So, jetzt können wir mal schauen. Das ist der normale. Und jetzt gucken wir mal, was kommt da noch? Kommt gar nichts. Oh, da ist er.
Genau, das sind die 34 cm, um die es hier geht, die dann so viel ausmachen können. Genau. So viel Komfort, so viel Plus. Das ist der Nugget Plus mit Aufstelldach. Ab dem Caravansalon kann man ihn bestellen. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr die Chance habt, zum Caravansalon zu kommen dieses Jahr, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwieriger wird, dann könnt ihr das Fahrzeug dort sehen. Und wir würden uns tierisch darüber freuen, wenn ihr das Video, was ihr jetzt gerade gesehen habt, wenn euch das gefällt, dass ihr den Daumen hoch klickt und ein Like da lasst. Gerne viele Kommentare unten reinschreiben. Wir werden das Ganze auch natürlich bei Facebook posten und natürlich auch im Nugget Forum posten. Und da können wir überall diskutieren über das neue Fahrzeug. Was haltet ihr davon? Findet ihr das sinnvoll? Findet ihr das toll? Was haltet ihr von dem neuen Faltenbalg, der jetzt hier verbaut wird beim Nugget Aufstelldach? Und wir würden uns riesig darüber freuen, wenn ihr auch ein Abo da lasst und natürlich auch die Glocke drückt. Dann verpasst ihr kein neues Video auf unserem Kanal. Vielen Dank auch an Timo. Ja, bitte. Dass gerne. du dabei warst. Willst du noch einmal mit auf die Kamera drauf? Nein, ich bin nicht so fotogen wie du. Du bist nicht so fotogen. Wunderbar. Vielen Dank auch nochmal an Thomas, der steht jetzt hinter der Kamera, dass er heute wieder mit Kompetenz Rede und Antwort stand zu jeder Frage, die wir hatten. Und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir hier bei Westfalia zu Besuch sein dürfen. Und natürlich auch vielen Dank an Thorsten Wagner von Ford Deutschland, der uns heute hier eingeladen hat. Dankeschön, bis bald. Tschüss. Tschüss.